Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Test. Und zwar heute habe ich eine wirklich außergewöhnliche Gitarre für euch am Start. Und zwar die Ibanez PIA Signature Gitarre von Steve Vai. Man kann sich das kaum in Zahlen vorstellen. Es sind tatsächlich über 30 Jahre, ja 33 Jahre seit 1987 vergangen, seit Steve Vai und Ibanez seine Signature-Gitarre, die JEM, vorgestellt haben. 1987, wir haben jetzt 2020. Steve Vai ist 60 Jahre alt und anerkannt als einer der genialsten Gitarristen, Komponisten, Showman, Virtuosen auf der Gitarre und hat wirklich nochmal sich getraut, die ganze Erfahrung, die er hat, in ein neues Instrument hineinzupacken. Und heute schauen wir uns die PIA an. Seine Frau heißt übrigens auch PIA, aber er nennt das Paradise in, wie nennt er es? Schauen wir gleich mal hier rein, in dieses süße kleine Booklet hier, Paradise in Art, Paradies in Kunst. Und hier beschreibt er in Detail die Änderungen, die er gemacht hat zu der JEM. Beide Gitarren sind nun immer noch bei Ibanez verfügbar und die JEM wird auch weiterhin gebaut, denn sie hat berechtigterweise nicht nur Tausende, sondern zigtausende Fans weltweit und ist die meist gespielte und verkaufte Artist Signature Gitarre. Also das zur Einführung. Jetzt sagen wir erstmal Hallo an alle, die live hier sind. Wir sind live, also ohne Netz und doppelten Boden werden wir der Gitarre auf den Zahn fühlen. Aber bevor ich loslege, möchte ich erstmal Hallo sagen. Hallo an euch alle da draußen. Ich freue mich, dass ich wieder einen Test für euch hier habe, und zwar von einer Gitarre, die heiß erwartet wurde. Ich war ja im Januar auf der NAMM Show und habe die Gitarre dort in der Hand gehabt. Ich konnte sie nur so rein akustisch anspielen. Die hing dort auf dem wunderschönen Display der Firma Ibanez. Ein ganz großer Messestand hatten sie und man sah den Mitarbeitern förmlich an, wie stolz sie waren, diese Gitarre an den Start bekommen zu haben. Und über die ganzen Änderungen, über die Details werden wir ausführlich heute reden. Ich nehme mir so viel Zeit wie nötig und ich bin auch gern bereit, die eine oder andere Frage von euch zu beantworten. Vielen Dank für das Feedback zu Bild und Ton. Das ist mir sehr wichtig, damit ich weiß, dass ich von euch gut gehört werde. So, bevor ich jedoch mit der Gitarre loslege, ihr seht, sie ist ein Schmuckstück und über die Details werden wir gleich reden, ziehe ich jetzt kurz meinen zuverlässigen Line 6 Sender hier ab, lege die Gitarre hier nochmal in diesen Formkoffer rein. Ein sehr schöner Ibanez Formkoffer. Die Gitarre ist Made in Japan, Custom Shop Arbeit von Ibanez. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Goodies an, die im Koffer liegen, und legen die Gitarre kurz hier rein. Der Koffer ist aus Kostengründen Made in China, aber ich kann euch sagen, er riecht nach Vanille und er ist hochwertigst verarbeitet. Sehr plüschiger Samt, die Gitarre ist perfekt eingepasst und so sollte es auch sein. So, was haben wir hier? Wir haben einmal ein Handbuch, ein sogenanntes Maintenance Manual in verschiedenen Sprachen mit einigen Anleitungen hier bezüglich der Einstellung speziell des Floyd-Rose-Systems. Da werde ich auch noch drauf eingehen und euch die ein oder anderen Tipps, da freue ich mich auf deine Sendung. Ist Ibanez stimmstabil? Ja, da werdet ihr euch freuen. Intonation, Einstellung, Storage, also wo man sie abspeichert, natürlich in Deutsch. Die Saitenhöhe wird hier alles beschrieben, optimal. Die Gitarre war sehr gut eingestellt. Ich bin mit dem Tremolo vielleicht ein Zehntel Millimeter noch runtergegangen und ansonsten habe ich noch irgendwas gemacht. Lass mich nochmal. Nee. Ansonsten war den Front-Pickup, den Hals-Pickup, habe ich einen Hauch angehoben, um eine gute Balance zwischen den beiden Humbuckern zu haben. So, klassisches Manual, nichts Besonderes. Das legen wir jetzt beiseite. Dann haben wir eine Tasche dabei mit so einem schönen Öffnungsverschluss. Und die Gitarre hat tatsächlich zwei Tremolo-Arme.
einmal für alle Ibanez-Spieler da draußen der klassische Tremolo-Arm, so wie ihr ihn kennt und der so in der Form tatsächlich seit Jahrzehnten in meiner 1987er RG 550, ja, ich habe 6 Jahre lang eine RG 550, das war so das günstige Baby dieser Gitarre. Also ich spreche aus Erfahrung, ich habe 6 Jahre mit so einer Gitarre gespielt in meiner heißen Phase zwischen meinem 20. und 26. Lebensjahr und ich kenne diesen Hebel, der hat sich in den letzten 35 Jahren oder 33 Jahren nicht geändert. Der ist dabei, ja, er wiegt ein bisschen und in der Gitarre ist jetzt ein Carbonfaserhebel eingesteckt. Der wiegt im Vergleich zu dem 80% weniger, den spürst du kaum. Ja. Klassisch hier mit 2 Plastik Dichtungen, würde ich die nennen. Also, die verschleißen mit der Zeit, aber erst nach Jahren. Und schau an, Ibanez hat natürlich gleich nochmal 2 Ersatzteile hier reingepackt. Dann bekommst du ein schönes Multitool mit der Gitarre. Das finde ich sehr, sehr nett von der Firma Ibanez. Und hiermit kannst du alle möglichen Einstellungen an deiner Gitarre vornehmen. Du hast hier die klassischen Imbus-Einstellungen für den Hals, für das Tremolo. Du hast hier Schraubendreher für die kleinen und für die größeren Schrauben. Eine Messskala, wenn du die Höhe deiner Saiten einstellen möchtest. Auf der anderen, da ist natürlich, das ist der Halsstab. Für den Halsstab nochmal ein kleiner Schraubenzieher. Also wirklich, wirklich alle, auch die ganz kleinen Imbusse, um die Intonation am Floyd Rose einzustellen. Es ist alles dabei, was du brauchst in einem schönen, organisierten Multitool. So, haben wir noch was. Noch ein extra Imbus. 2. Wir haben sogar 4 von denen. 4 von den Dichtungen hier oder Replacement-Ringe fürs Tremolo. Und tatsächlich nochmal einen Imbusschlüssel. Den wirst du, wenn du das Tremolo einstellst oder die Saiten auch nochmal verwenden können. Also hier ist werkzeugmäßig alles dabei und so sollte es bei jeder Gitarre sein. Das ist meine absolute Überzeugung. Jede Gitarre sollte diese Geschichte haben und finde ich richtig klasse. Ist natürlich bei einem Premium-Produkt eine Sache, die ich auch erwarte. Ja? Sehr fein. So, gehen wir gleich zur Gitarre und reden über die Gitarre, bevor wir uns dann alles in Ruhe anhören. Ich zeige euch gleich den Gimmick Nummer 1, den sich Steve Vai ausgedacht hat. Und zwar, das ist die Backplate. Natürlich, die Gitarre habe ich vom Rockshop in Karlsruhe ausgeliehen und ich bin sehr vorsichtig mit ihr, dass ich sie nicht irgendwie verkratze oder irgendwas mache. Und deswegen ist hier noch die Schutzfolie drauf. Ansonsten ist es ein sehr, sehr schönes Metall-Abdeckblättchen. Und das kommt hier hinten drauf. Und schaut mal, so einfach geht das. Ne? Was haben wir hier? Wir haben hier eine magnetische Halterung, die hier aufgeklebt ist. Und ich glaube, diese Geschichte wird von einigen Gitarrenherstellern in Zukunft kopiert werden. Ne? Es musste der hochintelligente, geniale Steve Vai auf die Idee kommen, endlich so etwas mal auf den Markt zu bringen, finde ich doch klasse. Ne? Wie oft 6 Schrauben, wie oft habe ich die schon weggemacht, beziehungsweise generell lasse ich die einfach an meinen ganzen Gitarren weg, diese Platte. Aber das ist eine schöne Sache hier. Sehr, sehr gut gelöst. Hut ab. 3 Federn, schöner Tremolo-Block und ein klassisches Floyd Rose Tremolo in vergoldet. Nun, eins muss euch klar sein, ne? Mit der Zeit wird das natürlich ein bisschen abfärben, das Gold. Das kenne ich von meiner Blade, aber die habe ich ja auch jetzt schon seit 27 Jahren. Trotzdem sehr, sehr schick. Auch die Tonabnehmer haben so ein Steampunk-Design. Ich gehe mal hier in die Nahaufnahme, dann könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen... Hier sieht man noch mal ganz schick auch die Tonabnehmer, wie schön die aussehen.
verarbeitet. Das Floyd Rose ist in der klassischen Ausführung. Es ist also nicht das typische Low Pro Edge Tremolo, das wir von Ibanez kennen, sondern es ist die klassische Ausführung. Steve Vai ist bei seinen Gitarren zurückgegangen zu dem klassischen Floyd Rose aus den 80ern und ich kann hier keinen Nachteil erkennen. Ihr seht, hinten die Feinstimmer, die sind nach hinten geneigt. Mich stört es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand große Hände hat, dass er sich da ein bisschen anpassen muss. Der Volumen-Poti wurde im Vergleich zu JEM ein bisschen, ich muss mal hier diese Kamera ein bisschen heller stellen. Ja, ich bin ja live hier, also bitte entschuldigt, dass ich hier alles on the fly mache, sodass man das hier besser sehen kann. So glaube ich, ist es ein bisschen heller. Ja, so. Volumen-Poti an der Gitarre ist ein bisschen nach unten gerückt worden. Sehr von Vorteil, finde ich, für Leute, die Stratocaster-Gitarren spielen und dann dort immer die Schwierigkeit haben, dass sie den Poti berühren. Der ist jetzt aus dem Weg. Das ist nach 30 Jahren keine schlechte Änderung, finde ich. Immer noch gut greifbar mit dem kleinen Finger für Volume Swells. Beide Potis arbeiten sehr, sehr gut. Der Volumen-Poti ist butterweich, muss ich sagen. Der Ton-Poti ein bisschen steifer. Klassischer 5-Weg-Schalter. Alle Schrauben vergoldert hier. Sehr schön. Und der Volumen-Poti ist Pull-Push. Und was macht der? Der hat einen Low-Pass-Filter. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Low-Pass oder High-Pass. Auf jeden Fall einen Filter, der Folgendes macht. Wenn du ihn hochziehst und dann die Lautstärke veränderst, gehen deine Höhen nicht verloren. Also das ist eine feine Sache. Denn oft ist es so, wenn du die Lautstärke der Gitarre leiser machst und in der Dynamik zurückgehst, dann verlierst du einen Teil der Höhen. Dieser Filter hier drin kompensiert das sozusagen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Wir haben die klassische Kombination von Steve Vai mit Humbucker, Single Coil Humbucker mit einem neuen Voicing. Hierzu gehe ich jetzt auf die Webseite mit dir und wir schauen uns die PIA3761 an. Es gibt sie in 4 Farben, in Weiß, sehr, sehr schick, wie ich finde, dieses Weiß, Stallion White, Envy Green, das ist der typische Humor von Steve Vai, ne? Envy bedeutet Neid, neidisches Grün, Panther Pink, da muss man schon sehr, sehr viel Mut aufbringen. Ich werde die Gitarre jetzt einfach mal auch hier mit Strom versorgen. Für diese Farbe, aber ich könnte mir vorstellen, dass für Frauen ist das eine wunderschöne Gitarre. Ja? Warum nicht? Und dann in einem Gelb-Gold, sehr schick. Das Logo der Gitarre hier hat so einen farblichen 3D, so einen Hologrammeffekt. Also wenn du die Gitarre bewegst, das kannst du jetzt vielleicht sehen im kleinen Video, wie sich dann hier der Schriftzug ein bisschen verändert. Die Verarbeitung des Instrumentes ist über jeden Zweifel erhaben. Also ich habe verarbeitungsmäßig nichts gefunden. Die Bünde sind sauber abgerichtet. Richtige Jumbo-Bünde. Der Hals ist wunderschön verarbeitet. Also, ja, ist ein bisschen überbelichtet hier. So. Also das Holz ist in der Mitte der Streifen, das ist alles Quarter Saw Maple. Bedeutet, die Jahresringe sind in der Länge des Halses. Ne? Also nicht quer geschnitten, was dem Hals mehr Stabilität verleiht. Es ist ein 1, 2, 3, 4, 5-teiliger Hals, wobei diese Verstärkungsringe hier, also dieser ganz dünne Streifen hier, wirklich sehr, sehr dünn ist. Und man sieht ihn auch oben an der Kopfplatte. Hier seht ihr den Holzstreifen herauskommen. Ja. Hinten ist das klassische, durchgefräste von der Floyd Rose Halterung oben am Hals. Macht euch keine Sorgen, ich habe noch nicht gesehen, dass hier einer dieser Hälse gebrochen ist. Diese Gitarren sind sehr, sehr stabil
Und der Sattel hat natürlich die 3 klassischen Imbusschrauben, um die Saiten fest zu blocken. Dasselbe hinten. Hier hast du noch die Feinstimme. Die Gitarre ist extrem stimmstabil. Es ist ein Vergnügen, die Gitarre richtig ranzunehmen. Sehe das Tremolo bis zum Niedergang hier runterzudrücken und die Gitarre bleibt absolut in Stimmung. Das zeigt natürlich auch, dass sie sehr, sehr gut verarbeitet ist. So. Scalloped-Bünde. Die letzten 4 Bünde sind gescalloped, um hier oben die Saiten noch ein bisschen besser ziehen zu können. Nicht schlecht. Eine feine Sache. Man hätte vielleicht sogar noch 2 Bünde mehr scallopen können. Es ist echt eine gute Sache, wenn du dort oben unterwegs bist. Das werdet ihr nachher sehen, wenn ich zu einem Backing-Track spiele, was das bewirkt, dass man dort sehr gut unterwegs ist. Wir haben einen neuen Griff. Den JEM-Griff kennt jeder. Und hier, ihr könnt sehen, ich kriege meine Hand hier rein und dann kannst du die Gitarre so heben. Sehr schön auch hier diese 3D-Geschichte, dass man hier ein bisschen noch mehr Holz weggenommen hat. Und die 2 sollen so ein bisschen das Yin-Yang-Symbol sein oder eben diese ganzen Blumenmuster im Hals symbolisieren. Ich finde eine sehr gelungene Sache und gibt der Gitarre Charakter. Also man kann sie wirklich hier greifen. Dasselbe hinten. Hier könnt ihr noch mal sehen, wie das alles hier schön versenkt ist. Man kommt also sehr gut mit der Hand rein. Äußerst liebevoll verarbeitet. Hier hinten den Eingang für dein Kabel von oben nach unten, sodass du dein Gitarrenkabel hier an dem Gurthalter hinten vorbeiführen kannst und sicher gehst, dass wenn du auf das Kabel drauf trittst, es nicht aus deiner Gitarre herausgerissen wird. So, neue Tonabnehmer wurden für diese Gitarre entwickelt und auf die werde ich jetzt gleich eingehen. Ansonsten klassische Ibanez-Kopfplatte, äußerst schick, wie ich finde, in dieser Farbkombination Gold mit Grün. Schaut mal das Logo noch, wie sich es ein bisschen verändert, hologrammmäßig. Goto-Mechaniken und das sollte es jetzt erstmal von den Specs gewesen sein. Die Breite des Halses. 43 mm. So, ich bin es gewohnt, 41 bis 42 mm zu spielen. Erstaunlicherweise ist dieser Hals sowas von bequem, dass es mir im Grunde genommen fast, ich kann sagen, nichts ausmacht, dass der Hals hier ein bisschen breiter ist. Schnellspielgeschichten, Arpeggios und solche Sachen sind auf dieser Gitarre problemlos zu spielen. Die neuen Tonabnehmer von Dimazio entwickelt heißen Utopia und sind speziell für den Geschmack von Steve Vai entwickelt worden. Wir haben die 2 Humbucker, Passiv, Keramik und nochmal in der Mitte einen Alnico-Tonabnehmer. So, beginnen wir doch gleich mal mit diesem sehr stratig klingenden Single Coil. Diese Single Coil klingt in meinen Ohren sehr vintage, also viel anders. Man kann also Sachen spielen, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das so etwas überhaupt auf einer Steve Vai-Gitarre ging. Es sind D'Addario-Saiten drauf, 0,9 bis 0,42 und das ist das klassische Switching-System. Vorne am Hals, Humbucker, Single Coil, Single Coil, Single Coil, Single Coil. Diese 3 Sounds sind sehr stratig. Ne? Und hinten die Humbucker. Also das Voicing der Humbucker ist etwas ganz Typisches. Hier seht ihr nochmal, wenn wir den hochziehen, am Volumen-Poti haben wir diesen High-Pass-Filter, 5-Weg Pickup-Selector und Ton. Und das sollte es gewesen sein. Petal Grip nennt er das. Diesen Griff, ja, man kommt tatsächlich gut mit der Hand durch. Dann die Tonabnehmer noch und das klassische Edge Tremolo. Magnetic Tremolo Cavity Plate, alles in Englisch. Und das war's. Jetzt gehen wir an den Sound dieses Instrumentes und schauen uns gemeinsam an und hören rein, wie das Ganze klingt. Ich bin schon sehr, sehr gespannt und ich hoffe, ihr auch.
denn das Ganze sollte ja für dieses High-End-Instrument schon außergewöhnlich klingen. Wenn ich jetzt vergleiche, ich gehe auf die vordere Zwischenposition und spiele einfach mal nur ganz normale Akkorde. Ist nur ein Halt drauf, ein Fender Amp. Was höre ich? Ich höre ein sehr, sehr ausbalanciertes Instrument. Hört bitte genau hin. Super ausbalanciert. Nicht zu viele Bässe, nicht zu dünn in den Höhen. Fantastisch. Middle Pickup. Ne, gehen wir auf den Front Pickup und hört genau hin zu dem Sound gerade eben. Was jetzt passiert. So, was ist jetzt passiert? Wir haben den vorderen Pickup und hier haben wir eine sehr, sehr schöne Betonung auf die ganz wichtigen Mittenfrequenzen, die Steve Vai für seinen Sound eben braucht. Ne? Aber es matscht nichts, es dröhnt nichts, es ist nichts überzeichnet, keine überzeichneten Bässe und keine überzeichneten Höhen. Ich gehe direkt jetzt auf den Middle Pickup, spiele nochmal die Tonleiter. Das ist der typische Alnico 5 Sound. Ne? Sehr crisp. Sehr crisper Sound. Jetzt gehen wir auf die hintere Zwischenposition. Das ist so der typische, man sagt immer der Knopfler-Sound. Und es ist erstaunlich, so einen Sound habe ich aus einer JEM in der Form nicht gehört. Ne? Die Zwischensounds an den Ibanez-Gitarren, die waren für meinen Geschmack immer zu künstlich klingend. Und hier sind sie in der Kombination zwischen dem Humbucker und dem Alnico Single Coil sehr zu gebrauchen. Man kann so auch spielen. Alles aus, kein Kursen. Und das war etwas, was ich an der JEM ein bisschen vermisst habe. So die Möglichkeit, auch andere Sachen zu spielen und nicht nur den klassischen Steve Vai Sound. Es ist auch erstaunlich auf seiner Demo auf der NAMM Show, wo er gespielt hat. Er ist bereit, auch andere Sounds zu verwenden. Er hat eine Plexi-Marshall-Simulation gespielt, hat die Effekte von einem XFX genommen und hat dann einen Vox-Amp gespielt, einen Fender-Amp, und es war erstaunlich, dass er, wie cool er auch klang auf diesen anderen Verstärkern und nicht immer nur auf seinen sehr, sehr guten Carvin Legacy, den er ja seit gefühlt 20 Jahren spielt. Ne? Was natürlich seinen Solo-Sound ausmacht. Auf den kommen wir auch gleich zu sprechen. Und hinterer Pickup. So, der hintere Pickup, nochmal der vordere. Und hinten. Also man kann ganz klar die Verwandtschaft hören
dieser beiden Tonabnehmer, wie die super aufeinander abgestimmt sind. Und das werdet ihr nachher beim Solo-Sound hören. Und jetzt, bevor ich weitermache mit der Erklärung, werde ich auf einem Backing-Track spielen und schnapp mir einen Steve Vai Sound, den ich programmiert habe. Hierzu habe ich den Archetype Lead genommen. Das ist ein High-End Röhrenamp von Paul Reed Smith. Und ich werde jetzt für euch hier auf einen Backing-Track spielen und mal ein bisschen die Gitarre in den Solo-Bereich hineinbringen. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay? Let's do it! Wow, so, das war jetzt ein Beispiel mit einem Backing-Track in der Stilistik von Steve, aber bitte erwartet nicht
von mir, dass ich genauso spiele wie er, sondern ich habe auf meine einzige, wie ich finde, auch eigene Art und Weise das jetzt so gespielt. Was ich euch aber zeigen wollte, und das ist mir ganz wichtig, ist, dass dieses Instrument ein absolutes High-End-Instrument ist. Es ist also, ein Sportwagen, es ist ein 911er Turbo, ein Ferrari, das Teil geht ab wie Schmidts Katze. Ne? Also die Gitarre ist von der Bauweise und von der Form des Halses, auch für meine relativ kleinen Hände, etwas, was sich super spielen lässt. Auch die Abstände hier. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Arpeggios spiele. Also alles für dieses Arpeggio-Spiel zum Beispiel oder für das klassische Shredding, wie man so schön sagt. Also das schnelle Spiel ist diese Gitarre im Grunde genommen prädestiniert. Aber was mir wichtig ist, ich will euch auch zeigen, dass man andere Sounds auch noch mit der Gitarre spielen kann. Und das machen wir jetzt gleich, okay? So, jetzt gehe ich tatsächlich auf einen klassischen Marshall Bluesbreaker, mein klassischer 60er, 70er Jahre Marshall, und möchte euch zeigen, wie das Ganze da klingt. So, das ist der Sound des mittleren Pickups. Ich mache jetzt noch einen Tube Screamer hinzu. Man kann so diese Nase, das das Ganze jetzt auf dem Front-Pickup. Und auf dem Front-Pickup hast du natürlich jetzt etwas anderes. Du hast einen Schub in den Mitten. Das heißt, der Sound wird weicher, weil die Mittenfrequenz sehr dominant ist. Und das ist etwas Schönes für Gitarrensolos. Ne? So, was habe ich? Ich habe jetzt einen alten Marshall, ein Plexi, ja, Ende der 60er, kombiniert mit einem Tube Screamer. Und was dann passiert, wenn ich jetzt den High-Pass-Filter rausziehe und einen Tick zurückdrehe, dann werden die Bässe ein bisschen reduziert und der Sound wird ein bisschen offener. Mit demselben Sound ein anderer Verzerrer mal kombiniert, und zwar der OCD Compulsive Drive, ein Bandecho noch hinzufügen, kann ich, und hört gut zu, was jetzt passiert, ich habe jetzt einen klassischen Plexi kombiniert mit einem Tube Screamer und einem OCD Drive. Und der Sound ist es. Und was ich jetzt mache, ich gehe auf einen anderen Backing Track und möchte nochmal kurz dir mit diesem, ich habe jetzt nicht den typischen Steve Vai Sound, das ist das, was ich sagen will. Und ich möchte mal schauen, wie klingt es mit einem anderen Backing Track.
das war jetzt der Plexi. Ne? Ein Sound, den eigentlich Steve nie spielt, weil er seinen Legacy, den ihr vorhin gehört habt, der Sound war von ersten Bang Break war ein bisschen mehr Richtung Steve. Aber das hier war jetzt ein alter Plexi kombiniert mit 2 Verzerrern und du hast einen super schönen singenden Sound. Jetzt hören wir uns noch eine Handvoll Presets an, die sehr, sehr klassisch sind und natürlich im Rockbereich. So, mal mein Rebel Yell Preset hören. Ja. Das ist ein Pfund, das ist so eine geile, schneidende Mittenfrequenz. Unglaublich, ne? Ja, wie du schreibst, Uli, eine geile Gitte, ne? Das ist der Hammer, das ist einfach... Leute, ich glaube, ich brauche mal wieder eine Ibanez, ne? Aber bitte dann so etwas wie das hier. Ne? So, jetzt schauen wir uns mal die Leistung des Tremolos an. Pass mal auf. Also diese die ganzen typischen Tricks. Typischen Floyd Rose Tricks, kann man hier fantastisch aussehen. Das ist butterweich, das Teil, und extrem, hört hier hin, absolut stimmstabil, Was habe ich noch vergessen? Vielleicht noch 1, 2 Sounds und dann sollte es das für heute gewesen sein. Klar, machen wir noch so einen Klassiker, ne? Hören wir uns einen anderen Klassiker an. Jetzt probiere ich natürlich was Verrücktes, was ich normalerweise nicht machen würde auf einer Ibanez, aber ich mache es trotzdem. Und zwar, ich spiele einfach mal mit dem Alnico in der Mitte. Ja, so eine Art Hendrix-Sound würde auch aus dieser Gitarre rauskommen. Wobei ich natürlich hier eher dann schon auf die klassische Stratocaster gehen würde. Mal so einen Sound, klassischer Rock-Sound aus den 80ern. Der Sound steht
so eine geile Rockgitarre, ihr Lieben. Also, ich komme jetzt langsam zum Fazit. Natürlich kann ich damit Van Halen spielen. Ich meine, das ist ja klar. Das muss ich euch nicht zeigen. Ne? All das geht par excellence. Also diese Gitarre, kommen wir so langsam zum Ende, ist für mich ein absoluter, die Essenz dessen, was eine moderne Rockgitarre ausmacht. Die Bespielbarkeit des Instrumentes ist über jeden Zweifel erhaben. Die Verarbeitung ist absolute Spitzenklasse. Das ist somit das Beste, was die Firma Ibanez auf den Markt bringt. Da gibt es nichts, es ist einfach alles makellos. Ich habe nichts gefunden an dieser Gitarre. Das Gewicht, 3,45 Kilo auf meiner Waage ohne die Backplate. Die Backplate ist ein bisschen schwer. Die wiegt so, was weiß ich, habe es jetzt nicht gewogen, aber auch nochmal 50, 60 Gramm. Also ich würde sagen 3,5 Kilo mit der Backplate und 3,53 mit dem Metallhebel, also mit dem Magnesiumhebel. Und ohne die Backplate, die ich sowieso weglasse, liegt die Gitarre bei 3,45. Ein gutes Gewicht, nicht zu schwer, nicht zu leicht und fühlt extrem ausbalanciert. Hier geht nichts nach hinten, nichts nach vorne. Im Vergleich zu JEM ist alles ein bisschen mehr abgerundet. Also hier oben, die Optik sieht ganz ähnlich aus, aber hier ist sie runder und keine einzige Kante, nirgendwo drückt die ins Bein, drückt die in den Körper rein. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Evolution mit einem anderen Klangcharakter. Steve Vai ist ein bisschen breiter im Klangcharakter dieser Gitarre gegangen im Vergleich zu der klassischen JEM und deswegen ist die Gitarre auch sehr gut einsetzbar im Pop, Rock und im klassischen Metal-Bereich. Weniger jetzt im Blues. Da hat die Gitarre meiner Meinung nach zu wenig Soundabstimmung für diese Musikrichtung. Und im Jazz, gibt es dann andere Instrumente, die klanglich genauso abgestimmt sind, dass sie dort besser klingen. Ich habe auf der Gitarre auch Songs wie Still Got a Blues probiert. Klingt ein bisschen komprimierter, wie jetzt eine Paula, aber schneidet durch. Also ist auch für so etwas klassischer Rock sehr, sehr gut verwendbar. So, jetzt werde ich kurz in den Chat reinschauen und mal gucken, ob da die ein oder andere Frage noch gekommen ist. Ja. Super. So, natürlich, ihr fragt nach dem Preis. Der Preis liegt bei, glaube ich, 3.400. Findest du, sie schwankt zwischen 3.4 und 3.3. Findet man sie. Die erste Charge ist dann so gut wie ausverkauft. Das ist eine Limited Edition. Das bedeutet, ich weiß jetzt nicht, Limited Edition. Wir wissen ja nicht, wie viele Ibanez bauen wird. Ich meine, wenn die Gitarre nachgefragt ist, werden die sie nachbauen. Aber Limited Edition für dieses Jahr heißt, diese 3 Farben soll es nächstes Jahr nicht mehr geben. Keine Ahnung. Ne? Also es soll dann die weiße, glaube ich, die Standardfarbe sein. Wir werden sehen. Ja, ich hoffe, dass Ibanez genug Gitarren bauen wird, sodass jeder in das Vergnügen kommt, zumindest einmal in seinem Leben so eine Gitarre gespielt zu haben. Ich glaube wirklich, es ist diese beiden Gitarren, die PIA und die JEM, sind die zwei mit dem größten Wiedererkennungswert aller Signature-Gitarren der letzten Jahrzehnte. Also Steve Vai ist ein hochintelligenter Musiker. Ich kann nur sagen, man kann seiner Expertise, seinem Geschmack, seinem spielerischen Können vertrauen und er hat geliefert. Dieses Produkt hier ist ein Sportwagen unter den Gitarren. Ja? Fantastisch. Optik und so Farben, das wisst ihr ja, das ist dann Geschmackssache. Aber technisch, soundmäßig, verarbeitungsmäßig, das ist das Nonplusultra. Saludos! Ja, ne, farbig, ihr wisst ja. Ne? Genau.
David Ackerman, einen High-Watt-Amp, willst du wissen. High-Watt-Amps, das kann ich dir nicht sagen, die sind kaum mehr vertreten. Die meisten wirst du wahrscheinlich in England finden. Vielleicht hast du Glück, mal auf eBay einen zu schnappen. Ne? Also in den Läden siehst du die nicht. Ja, ihr hört die Gitarre, wenn ich spiele, schon laut, weil mein Mikrofon nah ist. Das ist mir auch wichtig. Ich wollte nicht übersteuern, deswegen habe ich heute mich mit der Lautstärke ein bisschen gezähmt. Yes. Genau. Hallo ihr Lieben, ja, danke, danke. 3400, ja, gut. So, hier schreibt Adriano Jameson, ein Fehlkauf ist es garantiert nicht. Ich habe die Fehler gemacht, meine JEM 7 für 1500 DM zu verkaufen, weil ich das Geld für meine Harley brauchte. Sicher hat dir die Harley auch viel Freude bereitet. Heute werden die 90er JEMs für kaum unter 3K. Also ich gehe davon aus, dass diese Gitarre im Wert steigen wird, wenn du sie jetzt nicht hinterm Auto herziehst oder sie zu sehr kaputt spielst. Diese Gitarren werden, gerade diese erste Serie, glaube ich, werden nicht im Wert verlieren. Also da machst du nichts falsch. Ich sehe jetzt schon Preise von 4.000, 5.000 auf ebay.com und auf japanischen eBay-Seiten. Also aufgepasst. Vielleicht eine gute Geldanlage. Ja, natürlich, es ist eine High-End-Gitarre, für die dir keine Widerstände leisten soll, wenn es um High-Speed-Gitarrentechniken geht. Also alle High-End-Gitarrentechniken, ich werde jetzt nochmal auf dem Backing-Track spielen für 2-3 Minuten und dann das Video ausklingen lassen. Und schnapp mir gleich nochmal den Steve Vai Sound hier, den ich hier programmiert habe. Okay, wo ist er denn? Ja, Mann. So viele Sounds, da wird man irgendwann betriebsblind. Ja, hier ist er. Und ich werde jetzt rausspielen mit dem einen Backing-Track und nochmal richtig ein bisschen Spaß haben auf der Gitarre. Und dann bedanke ich mich nochmal bei euch. Okay? Viel Spaß! Jetzt muss ich ja schon mal reinkommen, ne? Das ist gar nicht so einfach.
Herzlichen Dank, ihr Lieben. Das sollte es für heute gewesen sein. Mir hat es viel, viel Freude bereitet, euch die JEM live präsentieren zu dürfen. Und ja, ihr wisst, es ist nie zu spät für eine richtig, richtig gute Gitarre in deiner Sammlung. Und diese Gitarre ist eine der ultimativen Rockgitarren und sie hat meine absolute Empfehlung. 10 von maximal 10 Punkten. Herzlichen Dank an alle, die live dabei waren. Alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns wieder nächste Woche und nächste Woche geht es weiter mit klassischem Gitarrenunterricht. Herzlichen Dank. Euch allen eine gute Zeit, eine gute Weihnachtszeit und passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, bis zum nächsten Mal.